Nerven dich deine Schmerzen im unteren Rücken? Laut Studien sind Rückenschmerzen im unteren Bereich der häufigste Grund für die Krankschreibung. Wir wissen aus Erfahrung, dass die meistens durch zu hohe Spannung der Muskeln und Faszien entstehen. Aber das kann man ganz einfach testen mit diesen 3 Übungen. Ich habe die Ina dabei. Hallo. Ina macht die Übung, ich leite sie an und du machst am besten gleich mit. Wir fangen gleich an mit der ersten. Geh bitte mal auf den Boden. Auf alle Viere. Ja. Und wenn du auf allen Vieren bist, mach bitte mal deinen Rücken rund, indem du hier aus dem Hohlkreuz möglichst weit rausgehst als Vorbereitung. Ja? Und jetzt gehst du mit den Leisten voran und lässt dich durchhängen mehr und mehr. Ganz langsam, Ina. Ganz langsam, immer weiter. Stopp mal da. Und du siehst, Ina ist immer noch hier rund. Fehler wäre hier jetzt schon ins Hohlkreuz zu gehen. Dann gehst du weiter nach unten. Weiter, weiter, weiter. So weit wie es geht letztendlich. Und du merkst die Dehnung in den Leisten, in den oberen Oberschenkeln, vielleicht in den Rücken zieht es rein. Mach dir da keinen Kopf, das ist eher ein gutes Zeichen, weil dann arbeitest du an den Muskeln und Faszien, die was mit deinen Rückenschmerzen zu tun haben. Davon gehen wir aus, ja. Und dann gehst du immer tiefer, dehnst schön rein. Und achtest, dass du möglichst wenig ins Hohlkreuz gehst. Das wäre zwar nichts Schlimmes, aber dann würde die Dehnung, die hier in den Hüftgelenksebenen stattfinden soll, in der Hüftgelenksachse, dann wäre die weniger als möglich. So, und dann atmest du rein und dann verstärkst du die Dehnung, indem du mit den Füßen möglichst weit auseinander gehst. Da wird die Dehnung, merkst du, Ina, in der Leiste nochmal stärker, gell? Bei mir ein bisschen, bei Ja. den anderen vielleicht mehr. Ja, das ist bei jedem unterschiedlich. Gell? Auf jeden Fall, dadurch wird dieser Muskel noch mal mehr in die Länge gezogen und mehr in die Länge gezogen werden ist mehr gedehnt sein. Und jetzt lassen wir das Ganze arbeiten und warten eine gewisse Zeit, dass das Bindegewebe schön nachgibt. Und dann fängst du mal an und drückst mit dem rechten Knie in den Boden rein. Jetzt kommt unser Krafttraining mit rein, in der Dehnung kräftigen. Das ist das Beste, meiner vollen Überzeugung nach, was du machen kannst. Gibt eine funktionelle Kraft im Körper. Ja. Wieder locker lassen, rechte Leiste tiefer. Linkes Knie drückt in den Boden rein. Richtig fest reindrücken, Ina. Ja, mache ich. Locker lassen, tiefer. Beide Knie drücken in den Boden rein. Locker lassen, beide Leisten tiefer. Und jetzt müsste es schon gut in der Dehnung drin sein. Gell? Ja. Wo merkst du denn am meisten bei dir? Im Rücken hinten. Im Rücken hinten. Gutes Zeichen. Eigentlich nur da. Ja, gutes Zeichen. Schön atmen, tief einatmen, im Ausatmen noch ein bisschen weiter reingehen. Nochmal einatmen, wieder ausatmen. Übrigens, hier findest du, wenn dir die Übung zu schwer fällt, eine Alternative, wo du dich nicht abstützen musst. Und dann gehst du langsam wieder raus. Geh mal zurück, geh mal in den Fersensitz, Ina. Und jetzt gleichen wir das Ganze erstmal kurz aus, kurz in den Fersensitz gehen und möglichst weit runter. Wenn du nicht ganz runterkommst auf die Fersen, ist es nicht schlimm. Wichtig ist, sich hier wieder ein bisschen aufzubeugen, weil in dem Moment, wo wir das kurz haben vorher, machen wir es jetzt wieder länger und dann gleichen wir das ein bisschen aus von dieser Übung. Was wir jetzt bei der ersten Übung gemacht haben, das war hier vorne alles schön zu öffnen. Und jetzt öffnen wir die Seite, weil das seitliche Bewegen kommt auch viel zu kurz, worauf die Muskeln und Faszien auch reagieren und zu kurz werden, zu hohe Spannungen kriegen. Leg dich so hin, wie Ina liegt, auf die Seite und dann stellst du dich, um dich zu stabilisieren, mit deinem rechten Fuß vor das linke Knie. Jetzt hast du schon ein bisschen Stabilität im Drehen. Ja, fürs Drehen. Und dann gehst du langsam immer mehr mit dem Rumpf nach oben, indem du dich mit der linken Hand immer weiter hochdrückst und dann mit der Hand immer weiter zu deinem Körper kommst. Und je weiter du mit der linken Hand zu deinem Körper kommst, genau, umso mehr drückst du dich hoch. Und ja. Wo suchst du jetzt die Dehnung? Du suchst die Dehnung links am Becken und lass die Schulter vom Gewicht richtig hochdrücken. Jawohl, häng dich rein, Ina, häng dich rein. Ja, dass die Schulter nah an dein Ohr kommt. Das hat nämlich den Vorteil, dass die seitliche Körperlinie mehr in der Dehnung ist. Merkst du auch sofort wahrscheinlich. Fair, ja. Gell? Jetzt bleibst du so praktisch hängen. Gleich, wenn du hier oben klickst, dann kriegst du eine Übung dieser Art,
wo du dich nicht abstützen musst, wo du auf der Couch liegst. Ja? Das wäre so die Alternative. Bleib so und lass die Dehnung immer weiter in den Körper reinwirken. Und sobald du merkst, du kommst ein bisschen weiter hoch, dann krabbelst du mit der linken Hand näher an dich ran. Dadurch stellt sich der Arm mehr senkrecht und du kriegst mehr Dehnung. Worauf du jetzt achten musst, ist, dass du nicht in der Hüfte beugst. Wenn du mit dem Knie nach vorne gehst, mit dem rechten, nach vorne, genau, merkst du, dann merkst du gleich viel mehr. Das ist ein guter Trick. Also immer wenn du merkst, oh, ich spüre die Dehnung gar nicht so, die Ina da spürt, ja, dann gehst du mit dem Knie nach vorne, dann dreht sich die Hüfte so und dann merkst du meistens viel mehr. Und jetzt drückst du auch mal hier mit dem Krafttraining richtig fest gegen den Boden. Drück richtig rein. Drückst du schon? Ja, natürlich. Okay. Dann lass locker und komm vielleicht mit der Hand noch ein bisschen dichter ran. Das zieht. Ja, wenn das schon zieht, dann bleib genau so. Atme schön rein, lass noch ein bisschen wirken und versuch immer wieder durch dein rechtes Knie nach vorne oder nach hinten die Stelle zu finden, wo du am meisten Zug hast. Einatmen, immer mehr loslassen, Schulter ruhig schön hochdrücken lassen, dass du hier die linke Seite, weil die sich so in die Kurve begibt, schön dehnen kannst. Dann lässt du dich langsam wieder runter und wir machen das Gleiche auf der anderen Seite. Uiuiui. Langsam. Und jetzt machen wir das Gleiche für die andere Seite. Mach gleich mit. Leg dich auf die rechte Seite, ganz gerade im Rumpf. Solltest du jetzt schon Dehnung spüren, dann müsstest du mit dem Ellbogen noch ein bisschen weiter nach oben, damit du ein bisschen tiefer kommst, dass du genau austarieren kannst, wie viel Dehnungsintensität du haben willst. Du weißt ja, du sollst immer so viel machen, dass du es gerade noch gut ertragen kannst. Ja? Stell deinen linken Fuß zu stabilisieren, da vor das Knie. Und jetzt arbeite dich mal langsam hoch, das Becken bleibt am Boden, arbeite dich hoch und erhöhe immer mehr die Dehnung. Genau, ist auch ein Armtraining, braucht auch ein bisschen Armkraft. Wie gesagt, wenn du die nicht hast, leg dich einfach auf die Couch und lass dich durchhängen. Ja? So, merkst du schon richtig viel Dehnung hier? Ja. Okay, dann ist das Becken richtig eingestellt. Wenn du noch nichts merkst, dann nimm das linke Knie wieder ein bisschen weiter von dir weg nach vorne, damit sich dein Becken dreht und meistens spürst du dann mehr. Und jetzt fangen wir wieder an zu dehnen. Ja? Geh immer mehr mit der Hand Richtung Körper. Je mehr du merkst, dass du noch ein bisschen mehr machen kannst. Und schau auch, dass dein Arm, dein Ellbogen immer gestreckt ist. Ja, der muss immer schön gestreckt sein. Schön atmen. Und da hängen eine Menge Muskeln und Faszien an der Seite. Das merkst du auch, gell? Sehr. Das ist deutlich. Aber immer im Kopf haben, je deutlicher die Dehnung ist, desto mehr tut sich bei dir. Und je mehr entfernst du dich nach unserem Modell im Schmerzsee auch von der Schmerzgrenze. Schön atmen. Und jetzt drückst du auch bitte hier mit dem rechten Bein gegen den Boden. Richtig nach unten drücken. Richtig fest. Und dann darfst du drücken, so fest wie es geht. Je fester du drückst, desto besser ist die Wirkung, weil dann gewöhnen sich die Muskeln daran, in dieser größeren Länge, wo sie mehr flexibel sind, sich auch wohlzufühlen. Sehr intensiv. Das ist gut so. Darf nicht zu intensiv sein, aber sehr intensiv ist wunderbar. Und dann lässt du wieder locker, gehst noch ein bisschen mehr in die Dehnung. Wenn das geht, wenn nicht, dann bleib so. Ja, immer nur so, dass es gerade noch gut erträglich ist. Wieder schön einatmen, schön rausatmen. Und langsam wieder absinken. Lass dich runter. Es kann gut sein, dass du nach dieser zweiten Übung jetzt schon eine Erleichterung im Rücken spürst. Wenn das der Fall ist, dann schreib dir mal einen Kommentar und gib auch mal einen Daumen nach oben, damit wir nachvollziehen können, wie das bei dir bisher funktioniert hat. Und jetzt kommen wir zur dritten Übung. Jetzt gehen wir an die Rückseite. Wir waren jetzt vorne auf den Seiten und jetzt gehen wir nach hinten. Du nimmst dazu, du setzt dich hin wie Ina und gehst dann mit den Fußflächen aneinander, mit den Fußsohlen aneinander und schaust mal, wie du heute nach vorne kommst. Es kann jetzt sein, dass du, bleib mal ein bisschen weiter oben, dass du nicht weiterkommst als bis hierhin. Dann bleibst du so und greifst, wie Ina das macht, an die Knie und ziehst dich an den Knien weiter nach vorne. Es kann aber auch sein, dass du schon weiterkommst. Dann könntest du bis hierhin fassen. Oder du kannst schon direkt an die Füße fassen und kannst dich nach vorne ziehen. Letztendlich bleib genau in deinem Winkel, den du erreichst, um
gerade noch gut erträglich, das auszuhalten. Und dann bist du genau richtig für die Dehnung. Und wo dehnt es? Es dehnt hier im unteren Rücken. Genau da. Da, wo der Herzspann ist. Wo die Masseurin oder der Masseur immer sagen, wow, sie sind total verspannt. Da dehnen wir jetzt rein, da lassen wir uns auch Zeit zu. Du atmest dich schön rein, Ina. Tief ein, tief aus. Gehst immer weiter rein. Und du machst gleich mit. Wir machen es ja extra in Mitmachlänge, damit du mitmachen kannst. Ja? Immer weiter reinatmen. Und jetzt fängst du mal an und versuchst dich aufzurichten. Aufrichten würde bedeuten, dass Inas Rumpf hochkommt, aber da sie sich festhält, kann sie die Kraft voll reingeben des Aufrichtens, aber sich nicht bewegen. Ja, will dich aufrichten, lass locker und zieh dich weiter nach vorne. Wenn du weiter oben bist, kann es sein, dass du jetzt von hier nach hier kommst, nach so einem Anspannen. Weil die Muskeln gewöhnen sich dann besser an die größere Länge. Und nochmal, zieh wieder dich mit dem Rücken nach oben, halte dich aber fest. Du machst genau mit und entspann wieder und geh weiter nach vorne. Bei Ina ist gar nicht mehr viel Platz zum weiter nach vorne gehen. Und nochmal, du willst nach oben hinten, lass locker und geh weiter nach vorne. Jawohl. Zieht es auch bei dir? Ja, aber sehr angenehm. Das ist so ein das Ausgleich. sagen viele. Das stimmt, das sagen viele, weil das ist so praktisch das Auflösen dieses Hartpanzers da hinten, wo viele auch sagen, oh, als hätte ich irgendwie ein Korsett an, ja, alles so fest. Und das lösen wir jetzt auf und das fühlt der Körper und deswegen sagt Ina auch, das ist so ein angenehmer Dehnungsschmerz, weil man gleichzeitig merkt, oh, da löst sich was. Ja. Und jetzt nochmal anspannen. Und wieder locker lassen und nochmal ein letztes Mal weiter vor. Und jetzt machen wir nochmal eine kleine Aktivdehnung dazu. Ina, lass mal die Füße los, nimm mal die Arme in die Luft und zieh dich nach vorne. Zieh dich aktiv nach vorne. Ganz fest nach vorne ziehen. Herrlich. Und wieder rauskommen. Wieder rauskommen. Jetzt komm mal hoch, stell dich mal hin. Und schlenker mal die Beine, mach das du zu Hause auch, ja? Und fühl mal rein. Ja, einfach genial. Ich meine, ich mache die Übung ja, aber jedes Mal danach ist das nochmal, als sei mal eine Feder. Leichter, gell? Das sagen ganz viele. Ja, wenn du auch die Federgefühle hattest oder hast jetzt noch, ja, dann schreib doch mal einen Kommentar und schreib das da rein und teil dieses Video. Schick das weiter, weil es gibt kaum Menschen, die keine Probleme mit dem Hartspann im Rücken haben. Vielleicht nicht über den Rückenschmerz, aber zumindest den Hartspann. Mach das bitte unbedingt. Und was du jetzt noch bekommst, du bekommst jetzt nur eine Grundübung, während der du dich ausruhen kannst. Wie geht das Üben, ohne Zeit irgendwie einzusetzen extra? Indem du einfach den Rückenretter benutzt. Ina, leg dir mal den Rückenretter unter das Kreuzbein. Ja. Wenn du den Rückenretter noch nicht hast, dann leg dir ein paar Bücher unter und leg die Bücher so, dass du mit dem Kreuzbein drauf liegst. Ja? Also nicht auf den unteren Rücken legen, sondern aufs Kreuzbein legen. Und dann machst du die Beine lang und dann merkst du wunderschöne Dehnung. Und warum sage ich beim Ausruhen? Weil Ina sich ausruht. Und warum sage ich ohne Zeitverlust? Weil Ina dabei Fernsehen kann, lesen kann, sich unterhalten kann, Musik hören kann. Ich liebe das am Abend zu machen. Vor dem Schlafengehen, da hast du noch mal mehr davon, weil du nachts dann mit dem Rücken keine Probleme hast. Ja? Jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Dieser Rückenretter gehört zu unseren Hilfsmitteln. Und die Hilfsmittel, die denke ich mir aus und wir lassen die praktisch produzieren, damit ihr die Übungen besser machen könnt, Zeit sparen könnt, effizienter sein könnt, dass die Übungen leichter fallen. Und unter dem Video klickst du einfach auf den Rückenretter drauf und dann hast du alle Infos, wenn du möchtest. Wenn du noch mehr Rückenübungen haben möchtest, zum Üben, gucken, was am besten zu dir passt, dann klickst du bitte dort. Falls du noch nicht den Kanal abonniert hast, dann klickst du bitte hier. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, dass du kein Video versäumst. Und wie immer, wir wollen, dass diese Infos, wie viel man für sich selbst machen kann, immer weiter verbreiten. Hilf dabei, teile das Video, empfiehl es weiter, empfehle den Kanal und so weiter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.